1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Probleme mit der LC4 und ein Lösungsweg meinerseits in unter 5 Minuten. Erstes Problem, Stichwort Ständerschalter. Du hast das Problem, dass du mit deinem Moped durch die Gegend fährst und irgendwann hast du dieses so eine Art Zündaussetzer. Du weißt, es ist aber nicht der Vergaser, es muss in irgendeiner Art und Weise ein Problem in der Elektrik sein, du kommst nicht dahinter, was es ist. Guck mal nach deinem Ständerschalter. Wenn du zum TÜV fährst oder generell ist das ein Sicherheitsmechanismus, der das Motorrad ausgehen lässt, sobald du den ersten Gang einlegst, wenn der Ständer noch ausgeklappt ist, damit du dich nicht auf die Fresse packst. Die haben aber die Angewohnheit, kaputt zu gehen und dadurch dann während der Fahrt immer wieder diese Zündunterbrecher zu verursachen. Gerne mal abchecken, im Zweifelsfall abstecken, unter der Sitzbank die beiden Kabel miteinander verbinden. Dann ist das Ganze überbrückt und sollte dann deine Probleme weg sein, war es der Ständerschalter. Thema Zündung, die zweite, ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber um das hier vernünftig ins Video einzubauen, der Pickup. Sollte es so sein, dass dein Motorrad plötzlich oder mit sinkender Wahrscheinlichkeit anspringt und immer schlechter anspringt, dann liegt es sehr wahrscheinlich am Pickup. Ich habe dazu ein Video gemacht, den Link findest du in der Videobeschreibung. Aktuell sehr gängiges Phänomen oder Problem, ein wandernder Kupplungsdruckpunkt. Macht sich wie folgt bemerkbar, erst merkst du nichts und wenn der Motor dann richtig betriebswarm wird, dann fängt an dieser Kupplungsdruckpunkt nach außen zu wandern bzw. wegzuwandern, so die Kupplung nicht mehr richtig trennen oder auch bei der mechanischen Kupplung, bei der mechanischen Betätigung gerne der Punkt so weit nach hinten wandert, dass man mit dem Kupplungshebel schon fast am Lenker ist. Das hat folgenden Grund. Dieses Blech, was ihr hier sehen könnt, was hier auch Verschleiß erlitten hat, hier unten ist eine Kante von dem Lager reingeschliffen, beziehungsweise weil das dagegen arbeitet. Ich zeige euch das gleich im Detail. Dieser Platz, der da entsteht, im Zweifelsfall, ist der Platz, den das Lager mehr hat zu wandern. Es dreht sich mit, es arbeitet sich dann irgendwann ein. Dadurch wandert dann unter Umständen der Kupplungsdruckpunkt. Das Ganze sieht im Motor so aus, nicht über den Dreck wundern, das ist so ein Testgehäuse, das ist, wie man sieht, Schrott. Und das sitzt hier und hält, wie gesagt, das Lager in Position, soll es in Position halten. Wenn dieses Lager aber dennoch wandert oder hier dran Verschleiß erzeugt, ist genau das Phänomen, dass euer Druckpunkt wandert. Es hilft nur, ein neues Blech zu nehmen, das dementsprechend zu positionieren. Sich davon vergewissern, dass ihr alle Scheiben im Motor habt, als ihr den zusammengebaut habt, um nicht da dieses Problem herrühren zu lassen. Und dann ist das dementsprechend die Lösung oder eine der Lösungen dafür. Nächstes gängiges Problem, wo ich gerne mit dir drüber sprechen möchte, ist heute der O-Ring der Luftgemischschraube. Im Prinzip hat jeder Vergaser eine sogenannte Luftgemischschraube. Und die Luftgemischschraube, die macht ein paar Sachen, wo ich aber mit euch drüber sprechen möchte, ist Falschluft. Das bedeutet, ist dieser O-Ring der Luftgemischschraube über die Jahre porös geworden oder dichtet nicht mehr richtig, weil er nicht richtig sitzt. Oder das Luftgemisch ist falsch eingestellt. Oder stellt euch sonst noch irgendein x-beliebiges Szenario mit der Luftgemischschraube vor. Ist es so, dass diese Motorräder extrem schlecht bis gar nicht mehr anspringen? Ist es so, dass euer Moped eben genau diese Sache macht, schlecht im Stand läuft, das Standgas nicht hält, sich nicht einstellen lässt und so weiter? O-Ring der Luftgemischschraube checken. Als allererstes. Gott sei Dank sind sie fast ausgestorben, aber es gibt ja noch Leute, die damit noch rumfahren. Delorto. Folgendes Phänomen oder Problem. Du hast diesen Vergaser drin und dein Motorrad lässt sich nicht starten. Du hast gerade eben schon nach der Luftgemischschraube geguckt und das sieht für dich alles in Ordnung aus, dann kann es folgendes Problem noch sein. In dem Vergaser sitzt ein Rundschieber drin und zwar ein relativ kräftiger. Der sieht so aus und der ist schwer. Und jetzt passiert Folgendes. Dadurch, dass man das Gas aufmacht und fallen lässt und aufmacht und fallen lässt, wird sich im Laufe der Zeit, und das habe ich bestimmt schon 20 Mal erlebt, live gesehen und den Leuten erklärt, ist es so, dass dieser Schieber auf die Standgasschraube hier oben drauf fällt und sich dadurch in diesen Schieber, man kann es wahrscheinlich sehen, einarbeitet. Dadurch fällt dieser Schieber irgendwann unter Null. Und das bedeutet, dass die Kiste irgendwann nicht mehr anspringt, weil wie kann sie denn auch? Lösen lässt sich das Problem, bzw. prüfen lässt sich dieses Phänomen, indem man einfach hier den Heißstartknopf drückt. Dadurch kommt ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, seht ihr das? Dadurch wird der Schieber dementsprechend wieder ein Stück über Null gehoben und sollte die dann anspringen. Wisst ihr, wo euer Fehler ist? Ihr braucht dann, wenn ihr kriegen könnt, einen neuen Schieber. Oder am besten ist halt direkt ein vernünftiger Vergaser. Darum soll es hier jetzt aber nicht gehen. Das ist die Lösung für das Problem. Sollten jetzt noch Fragen sein, dann fühlt euch frei, mich über Social Media zu kontaktieren. Und wenn du jetzt noch nicht genug von mir gehabt hast, dann kannst du dir hier noch ein Video angucken, was YouTube denkt, was du noch gerne sehen wollen würdest. Ansonsten bis Montag. Tschüss.